Hallo und herzlich willkommen bei Bout Sportstech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor wir das Video starten, ein kleines Update, falls ihr euch fragt, Stefan, testest du im Moment irgendeine Uhr oder hast du vor, eine Uhr zu testen? Ich habe mir die Galaxy Watch 6 vorbestellt. Die sollte dann, ich schätze mal, Anfang nächster Woche zu mir kommen. Parallel dazu habe ich mir ein Samsung Galaxy S23 organisiert. Ich glaube, die Watch funktioniert am besten mit einem Galaxy-Smartphone. Ich werde die Uhr natürlich dann die nächsten Tage testen und euch darauf ein Testvideo liefern. Heute beschäftigen wir uns aber mit Garmins nächster Venue-Version, der Garmin Venue 3 bzw. 3S. Und anschließend schauen wir uns an, was uns im Herbst erwartet, ob wir eine Apple Watch Ultra 2 sehen werden und was uns da erwarten könnte. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Starten wir mal mit der möglichen neuen Uhr von Garmin. Am 25. Mai hat die SIRIM, das ist die malaysische Zulassungsbehörde, zwei Einträge veröffentlicht. Und zwar hat Garmin zwei Geräte registriert, lautend auf die Modellnamen A04542 und A04543. Schaut man sich die Anträge etwas genauer an, so sieht man sogar den Namen der beiden Geräte. Garmin Venue 3 und Garmin Venue 3S. Was könnte uns also erwarten? Wie bei der Vorgängerversion der Garmin Venue 2 haben wir offenbar wieder zwei Größen. Ich gehe mal stark davon aus, dass es wieder 40 mm und 45 mm sein werden. Weiters glaube ich, dass Garmins neuester optischer Herzfrequenzmesser verbaut sein wird. Das ist der Elevate Generation 5. Nach der Phoenix 7 Pro und der Epix Pro wäre das dann die dritte Uhr, die diesen Sensor bekommt. Ebenso glaube ich auch, dass Multiband-GPS auf die Uhr kommen wird. Alles andere wäre im Endeffekt ein Rückschritt. Neben bereits vorhandenen Dingen wie Bodybatterie, Stresswerte, V2 Max, Fitnessalter etc. könnte ich mir vorstellen, dass auch erweiterte Funktionen wie zum Beispiel der Trainingszustand oder die Trainingsbereitschaft oder auch der HV-Status oder der Morgenbericht auf die Uhr kommen. Die Venue 2 Plus war die erste Uhr von Garmin, die ein Mikrofon und Lautsprecher verbaut hatte. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass diese ebenfalls auf die Garmin Venue 3 kommen. Denn kombiniert vielleicht mit einem LTE-Modul könnte Garmin hier groß punkten und einen weiteren Schritt Richtung Smartwatch gehen. Das Ganze bringt uns zum nächsten Punkt, dem möglichen Erscheinungstermin. Laut Gerüchten soll die Uhr Anfang September zur IFA in Berlin erscheinen. Da Apple mit der Apple Watch Ultra Garmin Sportuhren-Marktanteile wegnimmt oder dies zumindest versucht, könnte Garmin mit der Venue 3 hier sich ein kleines Stück vom Smartwatch-Kuchen abschneiden. Der Zeitpunkt, kurz vor dem Release der neuesten Generation der Apple Watches die Uhr rauszubringen, wäre zudem noch ein gefinkelter Schachzug. Und hier haben wir jetzt auch die perfekte Überleitung zum zweiten Thema. Glaubt man einigen Medienberichten, unter anderem Bloomberg, dann soll im Herbst eine Apple Watch Ultra 2 erscheinen. So könnte diese in einer anderen Farbvariante erscheinen und ein 2,1 Zoll großes Display besitzen. Weiters gibt es auch Gerüchte, dass Apple bei der Apple Watch Ultra 2 ein Micro-LED-Display verbauen. Dieses würde eine verbesserte Energieeffizienz, ein geringeres Risiko von Einbrenneffekten, bessere Kontrastwerte sowie Farbdarstellung bieten. Zusätzlich wird gemunkelt, dass Apple am Gewicht der Apple Watch Ultra arbeitet. Die Apple Watch Ultra der ersten Generation hat 61 Gramm und im Sportbereich, wo im Prinzip jedes Gramm zählt, ist das sicher eine willkommene Verbesserung. Was ist meine Meinung? Also ich glaube, dass wir im Herbst eine Apple Watch Ultra 2 sehen werden. Denn Apple wird mit der Apple Watch 9 den S9, den neuesten Chip, einführen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spitzenmodell den alten Prozessor haben soll. Das ist für mich unlogisch, also ich glaube, dass die Apple Watch Ultra genauso diesen S9-Chip bekommen wird. Das heißt, auf der einen Seite bekommt die Apple Watch Ultra den S9 spendiert und auf der anderen Seite wird es eine Farbe geben. Ich persönlich glaube, dass wir eine schwarze Variante sehen werden. Und ich glaube, dass die Apple Watch Ultra mehr Speicher bekommen wird. Mit WatchOS 10 kommen ja jetzt auch topografische Karten auf die Uhr. Soweit ich aber weiß, ist das aktuell so, dass ich die topografischen Karten aber auf dem iPhone speichere und für die Verwendung immer eine Verbindung zum iPhone benötige. Ich glaube, dass die Apple Watch Ultra hier unabhängig vom iPhone sein wird, dass die Karten auf der Uhr gespeichert werden. Bei einer Outdoor-Adventure-Uhr, die LTE-Unterstützung hat, wäre alles andere auch nicht sinnvoll.
Ich glaube auch nicht, dass Apple das Design ändern wird. Es wird das gleiche Design sein wie letztes Jahr. Das wurde letztes Jahr erst eingeführt. Es wird einfach nur eine schwarze Farbe geben und es wird auch kein Micro-LED-Display verbaut werden. Ich glaube, dass die Technologie noch nicht so weit ist und dass das wahrscheinlich erst nächstes oder übernächstes Jahr so weit sein wird. Was ich mir wünschen würde, sind Dinge wie Trainingsbelastung, Erholungszeit oder Trainingsvorschläge. Nicht durch irgendwelche anderen Apps, die ich mir installieren muss, sondern direkt von Apple integriert. Hier sollten sich die Leute von Cupertino ein bisschen was von anderen Sportuhrenherstellern abschauen. Aber genug von meiner Meinung. Wie seht ihr die Sache? Was erwartet ihr von einer Garmin Venue 3 bzw. einer Apple Watch Ultra 2? Schreibt es mir in die Kommentare oder kommt in meine Telegram-Gruppe und wir plaudern darüber. Ich würde mich wahnsinnig über ein Abo freuen. Ihr wisst, 1000 sind mein Ziel, 1000 Abonnenten, 900 circa sind es aktuell. Wir brauchen nur mehr 100 Stück und ich würde mich über jeden einzelnen freuen. Es wäre natürlich genial, wenn wir es bis zum Herbst schaffen, die 1000 zu knacken. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Heute war es nur ein kurzes Video. Ich wünsche euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal.